I've been painting a lot of still lifes lately, as I already wrote, and I like it enormously. Bisher hat es noch nie eine Ausstellung zum Thema der Stillleben bei Van Gogh gegeben und das, obwohl dieses Genre einen großen Teil seines Gesamtwerkes ausmacht. Da sie aber für die Analyse und die Erkenntnis der Werkgeschichte ganz wesentlich sind, haben wir uns gedacht, dass wir dieses Thema mal unter die Lupe nehmen und auf diese Weise einen neuen Blick auf die Entwicklung von Van Goghs Malerei werfen können. Van Gogh is a very fascinating artist to study. He made quite a huge œuvre in only 10 years. You really see him practicing and struggling and getting better and improving and finding inspiration. Well, in the beginning, his still lifes are experiments, simply for color. Trotzdem haben die Stillleben dann schrittweise eine größere Bedeutung für ihn gewonnen. Das geschah auch dadurch, dass er sie immer mehr mit Ausdruck, aber irgendwo auch mit einer versteckten Bedeutung aufgeladen hat. So it develops. And in the beginning, it's merely an exercise in color. In the end, it is very meaningful. From my personal point of view, Van Gogh is one of the most compelling artists that we can ever encounter, because his work is so direct and so sincerely and powerfully expressed. He really can communicate his feelings as well as what he sees. Well, Morva immediately installed me in front of a still life consisting of a couple of old clocks and other objects. Das allererste Gemälde, das überliefert ist, das Van Gogh gemalt hat, ist ein Stillleben und auch zu seinen allerletzten Werken gehören Stillleben. Das heißt, seine ganze Entwicklung lässt sich an diesen Stillleben ablesen. Van Gogh hatte 1880 beschlossen, dass, nachdem er in verschiedenen anderen Berufen gescheitert war, er jetzt definitiv Künstler werden wollte. Das hat er erst eine Zeit lang an verschiedenen Orten in den Niederlanden versucht, ist immer wieder auch zu seinen Eltern zurückgekehrt, hat aber gemerkt, dass er da nicht so richtig vorankommt. He made the first few still lifes when he got some lessons from his cousin Anton Mauve. He took it up again when he got to know some people who wanted to have lessons from him. And he realized that still lifes would be a good thing to teach them, because you can manipulate the still life easily, you can add to it, you can take things away. It's very good for learning how to paint. Gleichzeitig ist sein Bruder zu dem Zeitpunkt Kunsthändler, geht irgendwann auch nach Paris, berichtet ihm in Briefen, schickt ihm Zeitungen, was da gerade in der Kunstwelt so los ist. Die Impressionisten ganz große Erfolge erzielen. Und da beschließt Van Gogh, gut, das reicht nicht, wenn ich hier alleine vor mich hin versuche in Holland. Ich muss auch in eine Kunstmetropole, geht dann schließlich 1885, 86 nach Paris. The still lifes I'm sending you are studies for color. Don't think this is pointless. Van Gogh started painting at the end of 1881, and for the whole period that he stayed in Holland, so that's till the end of 1885, his palette stayed quite dark. The paintings are made in brown, grayish colors mostly, and it's quite good to realize that he made those brownish tones himself by mixing primary colors, so yellow, red and blue, and he had several shades of these colors on his palette, and by mixing them he created his own browns, and he was really focusing getting that right. He read about color theory, several books, and every time he discovered a new book he started painting still lifes to practice what he read and to make his hand even and his eye even better. Then still lifes become very important to him in Paris, because they help him to change his color dramatically. In Paris he saw that what other artists, more modern artists, really achieved by not mixing the colors to brown but keeping them separate and really colorful and strong. So he needed some time to loosen up and get rid of the brown. But Van Gogh got to know Impressionism, got to know Neo-Impressionism, got to know Japanese art and all kinds of things, and he all took that together and made it into a new style. He really realized that he had to find new ways in his work. Last year I painted almost nothing but flowers. So as a subject matter, flowers
more than any other engaged Van Gogh. So the first summer in Paris in 1886, he made a lot of flower still lifes. And of course flowers have a lot of color and different colors. So he could make a bouquet with contrasting yellow and purple and orange and blue. So there are contrasting colors. In that way he was really practicing to get his work more colorful. Van Gogh, of course, loved nature. He was passionate about nature and he loved flowers. It is in flowers that he really discovered the whole exercise of combining complementary colors. And so whether it's blue and orange or yellow and violet, red and green, he was very conscious of bringing these colors together to make a very vibrant composition. Und wenn man die ganz frühen Blumenstillleben, Anfang Paris, mit den ganz späten, 23 Monate später nur vergleicht, dann sieht man, welche Entwicklung da stattgefunden hat. Viel freier, viel farbiger, viel mehr Van Gogh schon. Es ist ganz erstaunlich, dass er dann irgendwann auch anfängt, gerade diese Blumenstillleben zu signieren, weil er hofft, sie verkaufen zu können oder weil er sie verschenken will, um auch Freunden und Verwandten zu zeigen, schaut mal, ich mache Fortschritte. Es gibt ja die Legende, dass Van Gogh zu Lebzeiten nur ein einziges Werk verkauft habe. Das ist längst widerlegt. In 1886, his brother Theo wrote to the family from Paris, "He is making tremendous progress with his work. He is starting to make a success of it. He exchanges his work for other paintings. There is a picture dealer who has already taken 4 of his paintings and has promised to hold an exhibition of his work next year." Also er war nicht wahnsinnig erfolgreich kommerziell, aber der einsame Wolf ohne jeden Erfolg, wie ihn die Kunstliteratur seit Jahrhunderten immer wieder darstellt, das ist es auch nicht gewesen. As regards the work, I have a pendant for that bouquet that you have with you. Vincent van Goghs Vase with Red Poppies kam 1957 in die Sammlung des Wadsworth Athenaeums in Hartford, Connecticut. Zu der Zeit, 1957, war die Forschung natürlich noch auf einem ganz anderen Stand. Es gab damals keine Zweifel. Das Werk wurde in den gängigen Werkverzeichnissen der Zeit überall aufgeführt und von Seiten des Museums machte man sich keine Gedanken. Um 1990 wurden erste Zweifel um die Authentizität des Gemäldes wach. Es gab offene Fragen über die Provenienz, es gab Fragen über den Stil, den Van Gogh wählte für Red Poppies. Und das führte dazu, dass Mitte, Ende der 90er Jahre das Museum sich entschied, das Werk abzuschreiben, es einem anonymen Künstler zuzuschreiben und das Werk im Depot zu verbannen. But the brightly hued still life with the red poppies really is an original. That conclusion was reached by an international team of experts during recent research, a few months before the exhibition opened. Ich finde an Vase with Red Poppies besonders faszinierend, wie es einen Künstler zeigt, der gerade in Paris angekommen ist, wie er tastend experimentiert, wie er sich weiterentwickelt, wie er versucht, seine alte Handschrift hinter sich zu lassen, zugunsten etwas Neuem, etwas noch Unbekannten. Und genau in diesem Prozess befindet sich unser Gemälde. How necessary it is at this time to look at old Dutch paintings now and again. Van Gogh is fascinating as a person because he was a reader, he was a thinker. His images are not just images. There's a world of thinking behind that. Van Gogh war ein großer Kenner der Malerei des 17. Jahrhunderts, des goldenen Jahrhunderts in den Niederlanden. Er ist in viele Museen gegangen, in Amsterdam, in London, in Antwerpen, in Paris und hat sich die alten Meister angesehen. Und vor allem bewunderte er Rembrandt und Frans Hals und auch Jacob van Ruysdael. Und das waren Maler, die eine besondere Malweise hatten, eine für das 17. Jahrhundert besondere Malweise. Sie arbeiteten, wie Van Gogh das nannte, de premier coup, auf den ersten Anhieb. Sie arbeiteten rasch, spontan und die Pinselschrift war sichtbar und das hat ihn wahnsinnig beeindruckt, weil dadurch eine große Unmittelbarkeit in der Malerei zum Ausdruck kam. Das ist das, was er machen wollte. Im 17. Jahrhundert in den Niederlanden hat man viele Stillleben gemalt. Man nannte die dann zuerst Ontbijt, also so eine Art Angebot von Dingen, die man vielleicht essen kann, oder Küchenstillleben oder auch Jagdstillleben. Schließlich reiche Objekte, die auf teuren Tischtüchern oder Teppichen versammelt werden. Bei Van Gogh hingegen werden die Objekte mehr und mehr gewählt
wegen ihrer eigenen ästhetischen Qualitäten, aber auch ein bisschen wegen ihres Ausdrucksgehalts. Schließlich gibt es so eine verborgene Metaphorik in den Gegenständen. So the genre gets another status in his work, and that's very remarkable. Then he realizes really what the possibilities of the still life genre is. So that's something that occurs to him over the years. In the last few days, I worked like a man in a frenzy. One of my favorite still lifes is one from February 1889, which is in the exhibition. And he made this a very short while after he returned from the hospital, where he had to stay after he cut off his ear after the incident with Paul Gauguin. And it is a very moving, very personal still life. In this still life, he shows nothing but some onions on a plate, a bottle of absinthe, his tobacco pouch, his pipe, and a letter. And those are some small things in life which he cherished: his glass, his tobacco, his relationship with Theo, which is in the letter. But there's also a medical manual. And Van Gogh, of course, was deeply concerned about his personal health at the time and was reading into that. And this whole ensemble of things makes it into such a moving painting with, in your mind, of course, what had recently happened to him, and we know what would further happen with him. And finally, I think in the late still life, we look at them and we consider Van Gogh's state of mind when he painted them. We can see he is in a very confident, very well, very, very healthy, very sure of what he's doing. And we know that from his letters. And in the paintings themselves, you see this extraordinary vibrancy, and the roses are spilling over and with extraordinary vitality, and so the irises just practically shoot out of the vase as if they were coming up out of the ground. The whole horrible crisis has disappeared like a thunderstorm. What is extraordinary in Van Gogh is that still lifes of flowers, which one thinks of as a subject of decorative and dispassionate, just a thing of beauty, in the hands of Van Gogh can be extraordinarily reflective of his state of mind. He really can communicate his feelings as well as what he sees. Wir leben heute in einer Medienwelt, in der wir uns sozialisieren, und das stark affektgeladen. Ich sehe eine Parallele. Auch Van Gogh versucht, Gefühle, die er in seinem Alltagsleben nicht unterbringt, immer wieder diese verzweifelten Liebschaften, immer wieder die großen Streitigkeiten, nicht nur mit dem Vater, auch das Verhältnis zu Theo van Gogh war von Streit gefärbt. Und er findet in der Malerei, die er wie besessen betreibt, eine Aktivität, in der er diese Erregtheit, die er mit sich rumträgt, beruhigen kann. Das ist eine experimentierende Malweise, in der die Objekte zu Ausdrucksträgern eigenen Charakters werden. Die Objekte werden auf verschiedene Weise expressiv gemacht. Oft sind sie wie eine Karikatur. Sie scheinen fast zu grimassieren. Dann bringt er die ganze Leinwand im Rhythmus seiner Pinselschläge dazu, zu grimassieren. Und das macht die Malerei zu einem fast Schlachtfeld, manchmal aber auch zu einem Feld der Beruhigung stärkster Gefühle. And I think he succeeded to a rare degree in his lifelong objective, which was to make his work feel alive. And we really feel that when we see it. Van Gogh ist ein Maler, der seinen eigenen Weg gegangen ist, der mit einem ungeheuren Willen zur Malerei gedrängt hat. Das hat er gegen alle möglichen Widerstände, auch finanzielle Widerstände, gegen Misserfolge, hat er seine Malerei durchgesetzt und ist seinen Weg gegangen. Und das ist für einen Künstler eigentlich genau das Richtige, und das hat er auf eine ganz wunderbare Weise durchgezogen.